Gut, und genau hier, genau an dieser Stelle, ich habe mich keine Millimeter bewegt, haben wir das letzte Mal einen Schnitt gemacht. Und ja, dann bleib mal hier, nicht wahr? You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't and that thing, whatever it is, happened to me. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. Tja, ich hab immer recht. Och nö. This wasn't supposed to happen again! Och nö. Okay, beim nächsten Mal kommt sie mit. Ich hab's begriffen. Ja, erstmal hier rein. Manuskript. So, wir haben 2 Manuskripte, fällt mir gerade ein, die was wir noch nicht gelesen haben. Oder doch nur eine? Nee, 2. Hier. Wakes, Freunde. Ich schweife ins Amerikanisches. Das heißt Wakes, Friends. Und Night Springs, Arizona. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the 2 most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Naja. Man kann nicht alles haben. So, und ja, genau, da war noch eine Manuskriptseite hier, Night Springs, Arizona. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world, I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put it in Arizona for one night. Das heißt, wir sind hier in einer Welt gefangen, also in seiner eigenen geschriebenen Welt in Night Springs und wollen das erstmal in Ordnung bringen, bevor wir hier überhaupt irgendwie uns retten können. Warte mal, aber bevor wir jetzt hier weitergehen, hier ist wieder ein Radio. Was spielt's denn diesmal im Radio? Okay, people, it's Eddie Rodman here with a few hours to kill, and there's nobody I'd rather spend it with. Nobody else in the whole world. When I get back home, won't it? Well, just in case my wife is listening, and you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception. Ja, ja, hübscheste Frau, gut. Nehmen wir hier mal Leuchtpistolenmunition. Können wir da rein? Nö, können wir nicht. Okay, da gibt sonst nichts. Der redet noch immer. Might as well have been here forever. Keep talking, but you don't even know what you're saying. It's like you're on automatic. You can't stop the ride and get off. It's times like these that I really wish that somebody would just call in and relieve my boredom. How about it? Anybody? Come on now, help a fella out. Our lines are open. Bla bla bla. Gut, er hat ein bisschen was zum Erzählen, aber es ist jetzt nicht wirklich so aufregend wie damals. Ich weiß nicht, irgendwie war es bei Alan Wake. Also der erste Part, ich meine der erste Teil, also den richtigen Alan Wake Part, war das irgendwie aufregender, diese Radio- und Fernsehgeschichten. Auch wenn sie viel zur Story beitragen, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Gut, hier können wir es aufschließen. Können wir da auch rein? Nee. Gut. Dann müssen wir wohl hier rein.
Und da liegt er wieder. Der Tote. Ja. It's said that nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Mount Redtooth, its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Und da sind wir wieder bei der Sternwarte. Ja, ja. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I'd better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Oha. Also anscheinend gibt es dunkel auch ein bisschen was Neues. Und ein Radio gibt es auch wieder. Toll. Oh, was? Ha, Scheiße! Oh, ha, ja, oh, was? Das ist ja fies. Hallo, ich wollte doch nur Radio hören. Oh. Genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. Schwitz. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact. Okay. Schwitz. Also ich bin gerade etwas außer Atem, muss ich gestehen. Hilfe. Gut, 9 Schuss haben wir für die. Gut, nehmen wir die Schrotflinte mal. Die ist vielleicht durchschlagskräftiger. Oh, was? Hey, Alter, lass das. Oh nö. Au. Moment mal. Da gibt es eine Manuskriptseite, das ist blöd. Oh. Oh. Au. Lass du das? Wirf dich selber! Oh. Granatos! Ich will diese blöde Manuskriptseite. Auch wenn ich darauf draufgehe, ist mir egal. Jo. Dann lesen wir mal. Neue Realität. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Neue Realität. Fragment 1. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Naja, er ging vorbei. Moment mal. Aber er war noch nicht vorbei. Das passt doch, oder? Wann hört der Sommer auf? Eine Steppenhexe. Da liegt noch ein Manuskript. Oh Mann. Irgendwie ist es jetzt relativ einfach mit diesen Fragezeichen. Finde ich cool. So haben wir wenigstens eine Chance, dass wir alle Manuskriptteile finden. Erfolg. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Das finde ich jetzt witzig. Das Buch ging weg wie warme Semmeln.
Ich weiß, dass in Deutschland nicht alle den Begriff Semmeln kennen. Hä? Frameseinbruch? Was ist denn jetzt los? Hilfe. Und trotzdem wird es hier als Übersetzung verwendet. Also warum nimmt man nicht warme Brötchen? Na gut, mir soll es egal sein. Ich kenne Semmeln. Also bei uns sind Semmeln sehr, sehr bekannt. Moment, hier? Ach, da. Wieder eine Manuskriptseite. Das wird ein manuskriptiger Part. Kosmologische Wahrheit. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Mhm. Jo, also sehr aufregend. Gut, warte mal. Ach stimmt, dort war das Auto. Und da hinten ist wieder ein Manuskript. Manuskript über Manuskript. Auch nicht schlecht. Hier wieder. Manuskript. So, dann lesen wir das Manuskript nochmal. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? 7 von 16? Aber nicht im Ernst jetzt. Das war doch mit. Ach, hier 7 von 16? Okay. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scrooge. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Wie bin ich jetzt? Hä? Meine andere Hälfte ist ein Serienkiller. Okay. Wie man es nimmt. Also, irgendwie steckt ja in jedem von uns... Jagdgewehr. Nee, lassen wir es. Irgendwie steckt ja in jedem von uns ein kleiner Killer. Also, wer hat sich nicht schon einmal gedacht... Wer hat sich nicht schon mal gedacht, ach, dich bringe ich um. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, aber... Ach, da das Motel. Kleine Pünktchen am Moment. So, lesen wir hier noch die Manuskriptseite, die Dunkelheit. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Genau, das war der Schluss von Alan Wake. Und warum bricht andauernd jetzt die Framerate? Jetzt fange ich auch schon an mit Framerate. Ich sollte weniger Kronk schauen. Warum gehen jetzt die Frames so in den Keller? Tja, wir haben eine Lampe. Gibt hier noch irgendwo was? Manuskript? Nö, gut. Also das erspart uns doch relativ viele Wege. Finde ich praktisch. Finde ich sehr, sehr praktisch. Ach. Dachte schon. Ich höre da was flattern. Oh, Mann, lauf. Kommt her, meine Vögele.
Vögeli, Vögeli. Ja. Oh, oh, das ist fies. Lauf, lauf. So, wo ist er? Da. So. Mach einen Abgang, du Vogelmann. Ich sehe da Manuskript. Komm, wo bist du? Wo? Hä? Was machst du da hinten? Ah, Manuskript. Irgendwo da im Eck versteckt. Oder da oben. Ich habe keine Ahnung. Da? Nö. Dann muss das da oben irgendwo liegen. Okay, irgendwo da dahinter auf jeden Fall. Ist hier auch noch irgendwo was? Da haben wir das letzte Mal diesen Fotoapparat geholt. Okay, ein paar Granaten, das ist schon mal recht praktisch. Wenigstens sind wir nicht umsonst hier. Irgendwie mag ich die Nagelkanone nicht. Also Nagelpistole, Kanone. Die Nagelpistole mag ich irgendwie nicht. Die ist irgendwie... Puh, ich weiß nicht. Ich werde auch... Och nö! Vogelmännchen, komm! Batterie einsetzen. Vogelmännchen, wo bist du? Komm! Oh. Den zweiten, glaube ich, habe ich noch gar nicht angeschaut. Oh! Scheiße! Oh! Erschreck mich doch nicht so. Blöder Vogelmann. So, und bevor wir das Manuskript hier lesen, werden wir das im nächsten Part machen. Also jetzt ein kleiner Schnitt und bis zum nächsten Part. Tschüss!